Morgen. Guten Morgen, Nuki. Hallo. Leider nur einen Socken von der Nuke gefunden. Hast du gut geschlafen? Ja. Avocado. Mama. Wie möchtest du? Leider war die Banane unten ganz zermatscht und oben gar nicht. Und hast du ein Stück davon gegessen? Ja, ich habe die halb aufgegessen, aber unten war matschig. Ja. Das wollte ich nicht mehr, das Matsch. Willst du Avocado? Mhm. Deine Leibspeise, ha? Ja, warum leben wir in einer mongolischen Jurte? Also für mich, ich war vor 6 Jahren das erste Mal in der Mongolei und ich war wahnsinnig fasziniert von der Gleichzeitigkeit, dass Menschen in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt, übrigens der kältesten Hauptstadt der Welt, in Hochhäusern leben, ein ganz modernes Leben leben wie in allen Metropolen der Welt. Und gleichzeitig auf dem Land, in der Steppe, Nomaden immer noch so leben wie vor 2000 Jahren. Und zwar in einer Jurte, die schon vor 2000 Jahren gebaut wurde. Und dass dieses gleichzeitig nebeneinander existiert, hat mich wahnsinnig interessiert und fasziniert. Und genauso war es für Michael und mich wichtig, dass wir eine lange Zeit in der Mongolei bleiben, um tatsächlich selber zu spüren, wie es ist, dieses ganz simple, einfache, bescheidene Leben zu führen, wie die Nomaden es hier tun. So, wo ist dein Laufrad, Nuki? Aber ich muss noch eine Sache machen. Ich muss noch kurz das gekochte Wasser in die Thermoskanne füllen, okay? Das ist so unsere erste Amtshandlung morgens. Den Ofen machen, den Ofen anmachen und Wasser für den ganzen Tag kochen. Wir machen dann Tee, heißes Wasser und Kaffee. Heute werden die Mähnen abgeschnitten. Die Pferdehaare, die werden benutzt, um daraus Seile zu produzieren, auch für die Jurten, um die Jurten zu schnüren. Und heute wird quasi das Haar abgeschnitten. Ich habe das auch noch nicht miterlebt, das ist auch das erste Mal für mich. Und die Pferde sind sehr, sehr wild. Die armen kleinen. Das ist der Friseur. Er hat die Schere in der Hand. Daschka. Tada, oh, Pidara. Er will mir danach die Haare schneiden. Lange Haare sind hier sehr unüblich bei Männern. Ich verstecke sie auch meistens. Ja. Und auch der Bart ist immer Thema, ne? Ja, der Bart ist Thema. Die Mongolen tragen eigentlich keine Bärte hier. Nur weil die ganz wild sind, die Tiere. Guck mal. Siehst du, wie wild die sind? Warte mal, ist diese hier raus, ne? Daraus werden dann Seile geflochten später. Riechen kaum. Nee? Achtung, das Pferd dreht sich zu dir. Nicht so stark wie das Schaf. Riech mal. Das riecht gar nicht. Gell, riecht fast überhaupt neutral. nicht. Krass. Ganzen Tag an der frischen Luft. Ja. Oder wir riechen schon genauso. Helft mir. Helf mir. Anne, her. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind es umgerechnet keine 20 € pro Kilo an Haaren. Das dafür so ein Aufwand und so eine Quälerei, weiß ich nicht. Also, aber das ist nun mal seit eh und je hier so. Das sind ihre einzigen
Einnahmequellen, denn das Fleisch, was sie zum Beispiel, die Tiere, die sie im Winter schlachten, die verwenden sie tatsächlich nur um ihre Familie im Winter zu ernähren. Sie verkaufen kein Fleisch, sie verkaufen keine Tiere, sondern die einzigen Einnahmen, die sie haben, ist die Kaschmirwolle und die Pferdehaare vielleicht und dann die Schafswolle, die sie noch schneiden werden im Juni. Und ansonsten haben sie keine Einnahmen. Ja, ich knuddel dich erstmal. So, ich zeig dir jetzt mal die Jurte. Man bleibt nie in der Türschwelle stehen, sondern geht immer durch und verbeugt sich mit jedem Reingehen. Deshalb ist die Tür auch, tiefer. Hutter, lass mich los. Das ist schon meine 4. Hose, die du zerstört hast. Ich bin einfach froh, wenn es gefegt ist. Im Winter war es alles versteppt und alles war sandig. Das heißt, überall, wenn man nur die Tür auf hatte, lag ein Film von Staub drauf und man ist es überhaupt nicht losgeworden. Deswegen musste man auch immer den Wasserbehälter abdecken, dass da nicht irgendwie Dreck reinfliegt und so. Das ist so eher der kühlere Platz, deswegen die männliche Seite. Dort der wärmere Platz am Ofen ist dann für die Frauen und für die Kinder gedacht. Ja, und bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben von unseren Freunden dieses wunderschöne Prinzessinnenbett, dieses traditionelle Nomadenbett geschenkt bekommen. Und es war ganz klar, Anouk und ich, wir wollen dieses Bett und wir werden da schlafen. Und wir haben es versucht, auf die weibliche Seite zu bauen, aber es ist so breit, so gewaltig, dass es viel zu eng am Ofen stand. Und deswegen haben wir dann einfach spontan entschieden, ach komm, wir packen das einfach auf die linke Seite. Und dachten so, ja okay, auch wenn Besuch kommt, kann er sich dann erstmal aufs schöne Bett setzen und so. Und da haben die Nomaden auch schon ganz schön geguckt, dass wir die Seiten verdreht haben und Michael quasi auf der weiblichen Seite schläft und Anouk und ich auf der männlichen Seite. Ja, da haben wir auch schon angefangen, so ein bisschen die Rollenbilder hier zu verdrehen. Und auch ein bisschen absurd, aber während die Nomaden quasi ihren kleinen buddhistischen Altar im Norden haben wir unsere kleine Trenntoilette für Anouk in den Norden gestellt, damit sie quasi bei minus 25 Grad nicht irgendwie nach draußen muss, um aufs Plumpsklo zu pullern, haben wir quasi diese Toilette hinten in der Ecke versteckt, damit sie in der Jurte pullern kann. Diese 2 Säulen, die das Dach tragen, die das Ton tragen, die symbolisieren den Mann und die Frau und die Gleichberechtigung dieser. Also, dass sie beide gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und dieser Bereich, man darf ja nur im Kreis, im Uhrzeigersinn hier in der Jurte auch laufen und man darf sich nicht die Dinge hier durchreichen. Ich weiß nicht, welchen Aberglauben es hat, aber mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich dann mal einen Tee da durchgereicht habe und dann wurde ich direkt irgendwie darauf hingewiesen, dass es außenrum gereicht werden soll. Das ist denen irgendwie total wichtig. Und der Ofen spielt auch eine ganz wichtige Rolle, denn die Nomaden sagen, dass darin der Feuergott wohnt. Und wenn Zegi kocht, nimmt sie auch ein bisschen vom Essen und wirft es dann ins Feuer, um den Feuergott zu füttern. Und der Feuergott ist auch ein Kind. Ja, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, dass irgendwie hinter allem irgendwie sowas, auch sowas Spirituelles ist. Dass zum Beispiel diese Dachstreben wie Sonnenstrahlen wirken und dass die Sonne eben hier wie so eine Sonnenuhr durch die Jurte wandert. Teilweise kommt es mir auch vor, als hätte das Ganze hier so einen Campingcharakter, ne? Weil vieles ist improvisiert, es ist eigentlich immer ein bisschen schmutzig, so man verbringt super viel Zeit damit, irgendwie klar Schiff zu machen und eine Ordnung herzustellen, damit irgendwie auch Ruhe einkehrt. Aber ich mag das eigentlich. Ich mag das mit einem Schritt in der Natur zu sein und ich liebe es,
hier dieses Gras auf dem Boden wachsen zu sehen in unserer Jurte. Ich liebe das total. Ich finde es richtig schön. Und ich liebe es, dass die ersten Sonnenstrahlen, die über den Berg kommen, da auf unser Bett treffen und uns morgens wecken. Es ist einfach wunderschön. Und hopp, zack. So, pass auf. Passt das hier durch? Ja. Nee. Nee? Hier, guck mal, jetzt kommt Oh, viel weniger, viel mehr Algen als sonst. das kann ich, glaube ich, auch. Ich war vorgestern hier, da waren noch viel weniger Algen. Wahrscheinlich jetzt, wenn es wärmer wird, wachsen auch mehr Algen. Aber Otje meinte, die Algen sind gesund für den Körper. Wie alles in der Mongolei. In der Mongolei ist alles gesund. Sogar schmutziges Wasser. Ja, was hier Gold wert ist, ist dieser Zaun drumherum. Weil wenn der nicht wäre, würden auch alle Tiere hier trinken. Und dann wäre das Wasser direkt wieder verschmutzt und verunreinigt. Genau, da ist eine Quelle. Ja, wir sind hier auch in einem Vulkangebiet. Also es sind erloschene Vulkane auch nicht weit von hier. Man hat auch überall diese Vulkansteine und überall auch Mineralquellen. Also wenn man hier jetzt so 500 Meter weiter um die Ecke geht, wird es sogar eine Quelle geben mit Mineralwasser, mit Sprudelwasser. Also das ist ein kleiner Luxus, den wir hier haben, den wir uns aber auch nicht zu oft gönnen. Aber hier, das ist Nuki. Nuki, wenn du da hinten durchrennst, dann haben wir Matschwasser. Renn mal nicht durchs Wasser so. Aber nicht da hinten. Ziggy hat letztens auch mit uns hier geschöpft und sie hat dann einfach so eine Kelle so. Und wir so, oh, Durchfall! Ja, wir kochen unser Wasser immer ab. Das ist uns wichtig. Ja, und wie gesagt, im Winter war es auch manchmal richtig gelb. Und wir hatten aber keine andere Wahl. Also wir haben es dann abgekocht und auch ein wenig verunreinigt getrunken. Weil wir einfach nicht weggekommen sind. Konnten das Auto nicht benutzen, also mussten wir die Stelle nehmen, die bei uns nicht zugefroren war. Und man muss sich das so vorstellen, dass alles hier mit der Sonne in Bewegung kommt. Sprich, die Sonne ist etwa um 8:30 aufgegangen und dann bewegten sich die Herden direkt zum Wasser an diese eine Stelle, wo das Wasser nicht gefroren war, und tranken. Und verunreinigten natürlich auch mit ihrem Dung und mit Urin das Wasser. Das heißt, wir mussten schneller sein. Das heißt, wir mussten vor Sonnenaufgang möglichst um 7 oder um 6:30 morgens mit unseren Kanistern zum Wasser gehen. Auch natürlich ohne Auto. Jetzt haben wir mit dem Auto Wasser geholt, sondern einfach nur mit so einem Karren sind wir den Berg runter an diese kleine, nicht zugefrorene Stelle und haben dann Wasser geschöpft. Dann bei minus 25 Grad ist das unheimlich schwer. Das waren so die leidendsten Momente für mich, wo ich dachte, boah, ich komme total an meine Grenzen. Diesen 40-Liter-Kanister mit so einer pfeifenden Lunge auch den Berg hochzuziehen. Es war so anstrengend. Und das eben für Wasser, für das, was per Knopfdruck zu Hause aus der Leitung kommt, und zwar gefiltert und sauber als Trinkwasser. Und hier musste man eben schauen, dass man früh genug da war, damit man sauberes Wasser hat. Und muss es dann abkochen, damit man auch sicher ist, dass es keine Keime hat. Und ja, da überlegt man schon zweimal, ob man heute jetzt in die Badewanne steigt oder nicht. Okay, du trägst die Kelle, bitte. Nein, Doch, ja. aber darf ich deine Hand nehmen? Ja, Die andere? ja, die. Oh, jetzt Du musst wird's so rückwärts kompliziert. laufen. Okay. Jubba. Da vorne ist die Sprudelstelle. Also da gibt es Mineralwasser und es sprudelt richtig im Fluss. Wir waren einmal mit einem Einheimischen da und der hat mir den Weg nach unten gezeigt und ich bin den einmal gegangen, aber zum letzten Mal, weil ich hatte Todesangst. Hier ist überall Hang, der abgeht und wenn du halt da stehst, wenn das Ding runtergeht, dann bist du begraben da unten an deiner Sprudelquelle.
Nuki, weißt du noch, dass wir hier gewohnt haben? Guck mal, das ist das Einzige, was übrig ist. Ein runder Kreis. Das war unser Zuhause. Weißt du noch? Ja. Und weshalb wir hier im Ovolcho, im Winterquartier gelebt haben, ist eigentlich, weil wir hier geschützt waren vor dem Wind. Also diese Wand war tatsächlich ein richtiger großer Schutzwall für uns, für die Jurten. Und das ist jetzt einfach nicht mehr nötig. Im Frühling sind zwar noch sehr, sehr starke Sandstürme und Windstürme, aber jetzt langsam flacht es ab und so können sie auch in die Täler ziehen und einfach auch die Weite selbst genießen. Manche ziehen nur um wenige 100 Meter weiter, was uns sehr, sehr verwundert, oder 1 Kilometer oder 2 Kilometer weiter. Andere Nachbarn von uns, die werden demnächst mit ihrer ganzen Herde 50 Kilometer weit an einen Wasserfall ziehen, nochmal in eine ganz andere Gegend. Also das ist ganz unterschiedlich, wie die Familien es aussuchen, ob sie quasi eine kurze Distanz wählen oder eben ganz weit ziehen. Was für mich eine super Herausforderung wäre, mit einer Herde von 500 Yaks, Schafen, Ziegen, Pferden so eine weite Strecke zu überwinden. Und? Heute wird kastriert. Oh, Krass. sieht schon grausam aus. Auf die der Strampel. Als wir noch in Deutschland waren, hatten wir schon so ein sehr romantisches Bild vom Leben in der Mongolei. Also man stellt sich dann so vor, es ist das Leben, man ist eins mit der Natur, in einer wunderbaren Landschaft und es ist so ein total ursprüngliches, wunderschönes Leben der Nomaden. Und wir haben hier auch gemerkt, wie hart es eigentlich ist. Und wir wussten vorher, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich dieses romantische Bild, wollen wir ersetzt bekommen durch die Realität. Und gleichzeitig einfach auch lernen von denen, die einfach mit einem viel kleineren Fußabdruck leben, wie wir es gelebt haben daheim und weniger Müll produzieren und einfach auch weniger konsumieren können. Also wir leben hier an einem Ort, da ist einfach kein Café in der Nähe oder kein Supermarkt. Also auch wenn wir konsumieren wollten, wir könnten es einfach nicht. Und man ist irgendwie gezwungen, diese Stille auszuhalten. Und das war schon immer in meinem Leben ein Punkt, der mich sehr angezogen hat. Also an einen Ort zu kommen, der still ist und es zu lernen, es an diesen Orten einfach auszuhalten. Bibas. Buket. Ja? Ich komme schon bei einigen Arbeiten an meine Grenze auch. Und manchmal auch drüber. Weil wir halt in Deutschland auch so ein anderes Leben hatten. Wir haben da so in unserer Vegetarier-Veganer-Bubble gelebt und für uns war auch klar, wenn wir hier kommen, dass wir auch damit in Kontakt kommen und wir müssen uns selbst bemühen, irgendwie erstmal zu beobachten. Ganz viele Dinge verstehen wir auch nicht, weil die Sprachbarriere da ist. Also zum Beispiel, warum so früh kastriert, warum ohne Betäubung. Und ja, wir sind auf jeden Fall auch sehr viel am Lernen, was einfach dazugehört. Wenn man Fleisch isst, ist das einfach Teil dieser Viehwirtschaft. Und das ist oft hart mit anzuschauen auch. Homolst. Ich nehme. Oh, Hashun. Ja, sie hat ausgeräuchert. Das Räuchern ist auch irgendwie so Teil von allen Prozessen, die hier passieren. Also die räuchern mit Pferdeäpfeln getrockneten und die sagen, dass das gut für den Körper ist und so das Böse austreibt. Und genau. Team. Aha. Jetzt werden die Jagdbabys kastriert. Das war von uns erstmal nur so gedacht als Überraschungsbesuch. Ich war vor 6 Jahren schon mal in der Mongolei und habe schon mal bei denen in der Jurte übernachtet.
Und ich habe über diese Reise vor 6 Jahren, die dann am Ende in Nepal in der Pandemie gelandet ist, hatte ich auch ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch ist auch in einem Kapitel Ochion Zegi beschrieben. Und es sind auch Bilder drin von ihnen. Und ich habe die danach nie wieder getroffen und wollte sie dann mit einem Buch überraschen. Und wir sind dann hin und haben die überrascht und sie haben sich total gefreut. Und dann haben die uns an dem Tag auch direkt eingeladen, haben gesagt, bleibt hier, esst was. Und wir haben dann bei denen in der Jurte auch übernachtet. Und wir hatten einfach einen total schönen Abend mit denen und sind danach dann aber nochmal weitergefahren, weil wir ja eigentlich auf der Suche waren nach einem Winterort, nach einer Familie mit Kindern. Aber am Ende war es einfach, unser Bauchgefühl hat uns im Herbst dann gesagt, lass uns nochmal zurückfahren zu Ochion Zegi und von unserem Plan erzählen, dass wir bleiben wollen über Winter. Und das haben wir gemacht und Ochion Zegi haben direkt gesagt, bleibt bei uns. Ihr könnt einfach eure Jurte neben unsere stellen. Die haben gemeint, wir passen auf euch auf, wir machen Holz für euch. Es war irgendwie direkt ein Gefühl, die sind zwar ungefähr im gleichen Alter wie wir, aber man hat sich einfach gut aufgehoben gefühlt, so wie als wenn es irgendwie die Eltern, die einfach da sind. Oh, das erste Jagdbaby liegt schon. Oh, ja. Das ist eine Kuhart, die ursprünglich aus dem Himalaya kommt. Also man sieht die auch, wenn man in Tibet oder in Nepal unterwegs ist, sieht man auch sehr viele Yaks. Und die sind auch in der Mongolei einfach super angepasst, dadurch, dass es sehr zähe Tiere sind, auch durch das Fell. Und in der Mongolei vermischen sich die Yaks aber mit den Kühen. Also es gibt mongolische Kühe und Yaks. Und die können auch Babys zusammenkriegen. Dann kommt ein Hänik raus. Das ist so eine Mischform zwischen Kuh und Yak. Genau. Und sind aber einfach, wir lieben diese Jagdbabys. Das sind auch die Tiere, die du jetzt siehst, das sind irgendwie so meine besten Freunde hier in der Mongolei. Weil als wir angekommen sind, habe ich Zegi jeden Morgen geholfen beim Melken. Und der Prozess des Melkens ist so, dass man die Babys festhält und in der Zeit wird dann die Nomadenfrau die Kuh melken und danach wird das Jagdbaby wieder zur Mama gelassen und darf wieder trinken. Und so habe ich dann den ganzen Winter über einfach jeden Morgen mit den Jagdbabys verbracht und abends, die sind dann auch tagsüber, laufen die in die Berge, suchen grünes Gras und abends war es immer mein Job im Winter und auch heute noch die Jagdbabys zurückzubringen, weil die abends dann in der Nähe von den Jurten schlafen. Und ich habe viele Stunden mit denen in den Bergen verbracht. Also, das sind meine Freunde. Frag nicht. Ich habe gerade gefragt, was die jetzt machen mit dem Zeug, was sie abgeschnitten haben. Und die gehen jetzt rein und kochen das und essen es dann. Ja, die mögen sich. Das ist das einzige Piero, was krank im Stall war den ganzen Winter. Und das hat keinen Anschluss zur Herde gefunden. Und es läuft auch jetzt immer noch alleine rum, während die anderen in die Berge losziehen. Und deswegen haben sich Hutter, der Hund, und das 1 Jahre alte Jagdbaby sehr angefreundet. Hutter! So, guck mal. Das ist Jagdscheiße. Das ist leider zu feucht. Also wir müssen Jagdscheiße suchen, die richtig durchgetrocknet ist. Sonst kriegen wir das Feuer nicht an. Eigentlich sind die kleinen die besten. Die sind schneller durchgetrocknet und entzünden sich auch leichter im Ofen. Und das ist super auf Jagdung zu kochen. Denn Jagdung wird in kurzer Zeit... Hoppala, Unfall. Jagdung wird in kurzer Zeit richtig, richtig heiß. Und deshalb kann man super gut drauf kochen. Holz braucht länger und heizt die Jurte so krass auf, dass es super lang heiß ist in der Jurte. Und das will man im Sommer natürlich auch nicht haben. Komm, Hutter, ab nach Hause, wir machen jetzt ein Feuer.
So, eine gute Ausbeute heute. Oh, es ist eiskalt. Tagsüber werden eigentlich schon über 20 Grad, aber jetzt ist es eiskalt. 0 Grad. Oh, so fühlt sich so an. Aber wenn die Sonne so knallt, denkt man gar nicht, dass es so kalt ist. Oh. Ja, und im Winter zeigte das dann locker mal minus 27 Grad an. Der Nachteil an der Jagdscheiße ist, dass sie auch unheimlich viel Asche produziert. Das ist beim Holz viel weniger. So, die muss ich jetzt leider erstmal wegbringen. Ich mag die Nomadentoilette, ehrlich gesagt. Ich finde es echt toll, die Aussicht zu genießen morgens. Mir macht es überhaupt nichts aus. Überhaupt, die ganze Arbeit mit der Scheiße macht mir überhaupt nichts aus. Komm, ich zeig dir mal die Toilette. Einfach nur ein simpel improvisiertes Plumpsklo mit den Dingen, die man gerade so übrig hat. Genau. Ein Loch, 2 Bretter und los geht's. Aber die Aussicht ist unschlagbar. So, und anfangs haben wir immer Streichhölzer benutzt, aber das war uns dann zu easy. Und seitdem benutzen wir wie die Nomaden dieses riesige Gasfeuerzeug. Wenn man seinen 40 Liter Wasserkanister den Berg hochschleppen muss, überlegt man sich sehr gut, wie viel Wasser man verschwendet, um sich die Hände zu waschen. Und deswegen haben die Nomaden so einen Behälter, der sehr, sehr sparsam Wasser abgibt, um sich zu waschen. Ziggy würde sich zum Beispiel auch hier drunter die Haare waschen. Sie füllt dann einfach warmes Wasser rein, hält ihren Kopf drunter und wäscht sich so die Haare. Genau. Deckel drauf und dann wird hier ganz sparsam Wasser abgegeben. Und es ist ganz simpel gelöst. Unten ist einfach nur ein Eimer, in den das Abwasser fließt. Und den schütten wir einfach einige Meter von der Jurte entfernt aufs Gras. Neben dem Wasserholen bei minus 25 Grad war, glaube ich, waren die Morgende in der Jurte tatsächlich für mich das Schwerste, was mich richtig wütend gemacht hat. Ich bin morgens einfach tatsächlich schon mit so schlechter Laune aufgewacht, weil die Jurte eisig kalt war. Wir haben in den ersten Tagen oder in den ersten Nächten, als wir hier angekommen waren, haben wir noch durchgeheizt. Da haben wir uns irgendwie einen Wecker gestellt, alle 2 Stunden, um Holz nachzulegen. Und weil wir nicht wollten, dass die Jurte so auskühlt bei draußen minus 25 Grad. Und dann haben wir die Nomaden-Nachbarn gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Und die haben gesagt, naja, wir haben 1000 Decken und wir lassen das Feuer einfach ausgehen. Und dann dachten wir so, okay, wir sind ja hier, um von ihnen zu lernen, dann machen wir das jetzt auch so wie sie. Und vergeuden auch nicht das gute Holz. Ne? Wir mussten auch durch den ganzen Winter kommen und Winter bedeutet hier bis Mai Schnee. Das heißt, wir hatten noch einen sehr, sehr langen Winter vor uns und wussten, wir müssen mit dem Holz auskommen. Und dann sind wir dazu übergegangen, dass wir eben nicht durchheizen, sondern den Ofen ausgehen lassen. Und in den härtesten Nächten war es so, dass es morgens minus 6 Grad in der Jurte waren, als wir aufgewacht sind. Und ich meine, minus 6 Grad, da würde man in Deutschland gar nicht rausgehen. Ja? Würde man einfach zu Hause bleiben und die Heizung anmachen oder den Ofen anmachen. Und wir wachten hier mit so einem Dampf auf. Und für mich war das einfach zu kalt. Ich muss es echt gestehen. So, es hat total in mir gearbeitet. Und dann war die erste Amtshandlung, erstmal den Ofen anzumachen. Aber bis der Raum richtig warm war, hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann hat man ein Kind, was friert und nicht unter der Decke bleiben will oder sich nicht die Mütze anziehen lassen will oder irgendwie sowas. Und das waren echt meine härtesten Momente. So, ich liebe es, in der Jurte schlafen zu gehen. Ich liebe diesen ruhigen Ort. Ich liebe diese Stille. Ich liebe es, von den Tieren morgens, von den Tiergeräuschen morgens geweckt zu werden, vom Mäh der Schafe und so. Das war alles wundervoll.
Aber diese kalten Morgende haben mich echt fertig gemacht. Ich habe schon befürchtet, als die diese Hoden in die Pfanne gelegt haben, dachte ich mir schon, oh mein Gott, bitte nicht, ihr wollt das jetzt nicht aufessen. Und dann tragen die diese Pfanne tatsächlich in die Jurte danach und dann wird das gekocht in der Suppe. Ja, ich bin echt immer noch hin und her gerissen. Also ich hatte ja eigentlich so gesagt, ich probiere alles, was es jetzt gibt. Aber das ist schon grenzwertig. Isst du das? Ja, Ja? ich esse das. Anna hat auch Auge gegessen vom Schaf. Das ging bei mir nicht. Also das war bei mir, Auge war die Grenze. Ja, ich finde den Aspekt irgendwie ganz gut von den Nomaden, dass sie tatsächlich alles verwerten, dass alles für sie kostbar ist und nicht einfach nur das Filet. Und ja, und deswegen klar, bei manchen Sachen dreht sich bei mir auch der Magen um, aber ich will irgendwie aus Respekt es mitessen. Die Suppe schmeckt eigentlich wie immer schon mal. Boah, ist das krass. Anush, hast du probiert schon? Nee, noch nicht. Ich gucke erst mal, wie Timothy das isst. Nimmt er das Ganze in den Mund. In Hamt. Oh, Hamt. Oh, scheiße. Anush, mach du zuerst. Ja, ich muss erst ein bisschen abkühlen lassen. Ich meine, leicht fällt es mir nicht. Leicht fällt es mir nicht. Es kommt gar nicht Korn. Ne? Das ist schwierig. Ja? Hör zu. Jede Menge Samen. Ja. Maschamste. Sehr lecker. Ist schwierig reinzubeißen. Ja. Vorsicht, Niki. Was denkst du? Du kennst mich gut. Iss doch mal. Iss doch mal. Hast du auch schon gegessen? Einen? Hast du das Fleisch schon gegessen? Aber Boah, krass. Oh, seltsam. Komisches Gefühl. Also das war direkt beim Essen schon die Konsistenz. Das war eine Konsistenz, die ich noch nie in meinem Leben im Mund hatte. Also das war einfach nicht schön zu kauen. Und auch vom Geschmack her, das war jetzt kein Fleischgeschmack. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie der Geschmack war. Es war einfach außen irgendwie schwer zu kauen und innen weich. Und auch irgendwie dieser Gedanke, dass dieses Teil gerade irgendwie noch vor einer halben Stunde irgendwie Teil dieses Tieres war und auch Teil dieses natürlichen Kreislaufs, nämlich irgendwie Leben geht und Leben kommt. Also so, das ist so die Schnittstelle. Und das dann zu essen, ist einfach keine Ahnung. Also ich habe vorher in meinem Leben noch nie darüber nachgedacht, sowas zu essen. Und hier in der Mongolei ist es oft so, dass man so eiskalt in Situationen geworfen wird, unvorbereitet. Keiner hat uns gesagt, dass es heute Hodensuppe gibt. Und dann stand die vor einem und es war einfach nur, also, oh, es war also echt, also das war gestern echt, ich würde sagen, der zweitschlimmste Tag für mich in der Mongolei. Ja. Nach dem Schlachten im Winter. Das ist unsere Badewanne. Und heute wird darin Wäsche gewaschen. Zack. So, heute wird Haushalt gemacht. Das ist ungefähr, oh Gott, das sind ungefähr 50% der Zeit hier geht echt einfach nur so für den Alltag drauf. Also die Jurte sauber halten, Wasser holen, Schmutzwasser wegbringen, spülen, Wäsche waschen, sich selbst waschen. Also das ist echt einfach viel mehr Zeit als in Deutschland. Ist auch echt krass, wie schmutzig hier die Sachen die ganze Zeit werden. Also dadurch, dass wir ständig Sand, Staub und allem ausgesetzt sind,
sind die Sachen super dreckig. Und wenn wir dann manchmal in die Stadt fahren, um einzukaufen, merken wir erstmal so, wie sehr wir nach Ziege und so stinken. Und ja, schämen uns dann auch ein bisschen. Aber es gibt in den kleinen Dörfern oder in den kleinen Städten auch mittlerweile wirklich viele Waschsalons, weil so viele Leute ja in den Jurten leben und die ja auch eigentlich nur von Hand waschen können. Und mittlerweile gönnen sich auch die Nomaden mal ab und zu eine Waschsalonwäsche, um nicht alles von Hand machen zu müssen. Und dasselbe gilt auch fürs Baden. Also das ist unsere Badewanne. Ich passe noch relativ gut da rein. Anouk liebt es. Michael ist ganz schön... Ich bleibe manchmal stecken, weil ich nicht mehr rauskomme, weil es so eng ist. Ja, genau. Katzenwäsche geht ganz gut an diesem kleinen Waschbecken, wo wir uns auch die Zähne putzen, Hände waschen, Gesicht waschen. Haare waschen geht auch einigermaßen gut, aber das ist schon an der großen Schüssel dann bequemer. Auch bei unseren Nomaden, mit denen wir hier zusammenleben, merkt man, dass sie vermutlich die letzte Generation sind, die so als Hirten leben werden. Ihre Kinder haben bereits in der Hauptstadt studiert, gehen ganz anderen Berufen nach. Und wir sehen es immer wieder, dass kaum junge Leute hier auf dem Land in der Steppe leben, die quasi dieses Hirtentum weitertragen werden. So, da sind sie. Okay. Die Schafe denken tatsächlich immer noch, dass wir irgendwie hier am Winterplatz leben. Also unsere Nomadennachbarn, die sind jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen erst zu uns zum Frühlingsplatz gezogen. Und die Schafe sind abends immer hier und versammeln sich hier, weil die halt immer die letzten 7 Monate immer hier geschlafen haben. Und jetzt müssen wir sie kurz daran erinnern, dass wir jetzt da unten wohnen. Das sind irgendwie nur Ziegen. Oder siehst du Schafe? Wo sind die? Die sind bestimmt noch im Berg da hinten drin. Und wir fahren mal noch ein kleines Stückchen hoch und schauen mal. Wo sind die Schäfchen? Da sind die Schäfchen. So, mal gucken, ob sie auf Hupen reagieren. Völlig unbeirrt. Wenn die aufs Schreien reagieren, kann ich mir das Hochlaufen sparen. Bei Otje funktioniert es immer. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Nomadenautorität schon habe. Autsch! Ja, die Abende sind immer total schön, weil irgendwie die Tiere alle heimkommen und der Abend wird dann einfach ruhig. Und jetzt sind die Schafe im Stall und dann ist eigentlich auch Feierabend. Also dann gehen die Nomaden nach Hause und trinken noch einen letzten Tee. Es sind moderne Nomaden, die machen dann auch gerne mal den Fernseher an und gucken noch irgendwas. Ziggy, Tessachen Amarsno. Moms, ich. Ziggy hat gerade die Kühe und die Jackmütter aus den Bergen geholt, um sie gleich zu melken. Es ist jetzt gerade Frühling und Mitte Mai, Ende Mai und da fängt sie an, die Tiere auch zu melken. Denn vorher gehört die Milch einfach nur den Toggeln, den Jackbabys. Und die Tiere, die weiden wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht in den Bergen, wissen ganz genau, wo der Stall ihrer Babys ist und kommen dann morgens eigentlich von alleine, damit sie ihre Kinder sehen sozusagen. Aber diese 3 Damen hatten irgendwie, glaube ich, keinen Bock, gemolken zu werden und deswegen hat sie die jetzt aus den Bergen holen müssen.
In der Mongolei gibt es einfach eine riesige Tradition an Milchprodukten, also an besonderen Art des Joghurts, des Milchtees, den man jeden Tag trinkt, ein salziger Tee mit Jackmilch, und die machen Hartkäse selber und das sogenannten Arul. Es gibt wirklich so viele Käse und Milchprodukte, Joghurte, Quarks, die sie aus all dieser Milch herstellen. Und das essen sie traditionell auch den ganzen Sommer. Also den Winter über wird geschlachtet und es wird die ganze Zeit Fleisch gegessen. Und irgendwann ist dieser Vorrat aufgebraucht, auch mit den Temperaturen, wenn man es gar nicht mehr kühl halten kann. Und dann geht man in die Phase über, wo dann alles Mögliche aus der Milch gemacht wird und gegessen wird. Sprich, rein traditionell essen die Nomaden im Sommer kein Fleisch mehr, außer Trockenfleisch, was sie im Winter hergestellt haben. Na, wer will als nächstes? Komm, eins darf raus. Ja, komm. Ja, komm raus. Super, stopp. Auch wenn die Männer sehr, sehr stark wirken und manchmal dominant wirken, die Frau hat eine sehr, sehr starke Rolle hier. Ich habe die Ställe ausgemistet, beim Füttern geholfen, unterschiedliche Arbeiten mit den Tieren gemacht und es tat mir extrem gut. Es tat mir extrem gut, mich ihrer auch langsamen Arbeitsweise anzupassen. Ich habe gemerkt, dass Ziege jeden Schritt, den sie macht, in Ruhe macht und dass sie gewisse Routinen hat mit bestimmten Reihenfolgen und dass sie die nie durchkreuzt, dass sie immer dieselben Kreisläufe wählt, auch für sich, aber auch für die Tiere, dass auch die immer dieselben Routinen haben, damit das ganze Gefüge von 300 Tieren und diesen 2 Menschen einfach funktioniert. Und ich habe anfangs gemerkt, was für ein Takt in mir schlägt, dass ich unruhig wurde, wenn sie irgendwie Dinge langsam gemacht hat und ich gedacht habe: ich kann ja gleichzeitig schon das und das sauber machen und dies und das sauber machen und dann sind wir schneller fertig. Dass ich einfach so aus meinem alten Leben so ein irrsinniges Tempo in mir spüre. Und ich merke, dass ich hier ruhiger geworden bin. Und das merke ich auch, wenn ich mit Familie und Freunden zu Hause telefoniere oder wenn ich in die Stadt reise, dass ich dann doch tatsächlich viel ruhiger geworden bin und dass ich mir das eigentlich für mein Leben auch wünsche, tägliche Routinen zu haben, die mich irgendwie erden. Mir würde es im Traum nicht einfallen, irgendwie 'n Hirte davon zu überzeugen, auf Fleisch zu verzichten und Vegetarier zu werden. Weil hier fühlt sich das Fleischessen auch irgendwie, und das sage ich als irgendwie Vegetarier auf Pause, aber es fühlt sich hier schon auch harmonischer an. Also, es fühlt sich an, als wäre es irgendwie Teil von 'nem Kreislauf und es ist auch so 'ne unmittelbare Nähe da. Man macht diese Jurtentür auf und man sieht die Herde vor der Tür. Man sieht die Kreisläufe, die Sonne scheint, das Gras wächst, die Herde ernährt sich von diesem Gras, die wird groß und stark und dann ernähren sich die Nomaden wiederum von ihrer Herde. Und so ist das so 'n Wechselspiel, so 'n Kreislauf, der seit Jahrhunderten und Jahrtausenden funktioniert, ohne dass die hier 'n großen Fußabdruck hinterlassen.